I don't know why we're tired. We've only been on the road for over 2 years. We feel fresher, we play better. Jahrzehntelang wurde die Geschichte von Metallica und Megadeth wie eine Rock'n'Roll-Seifenoper erzählt, angeheizt durch Ego, Rivalität, Verrat und eine der aggressivsten Musik unserer Zeit. Aber jetzt, mit 61 Jahren, hat James Hetfield das Schweigen gebrochen und ehrlich über Dave Mustaine und den langen, schmerzhaften Weg zwischen ihnen gesprochen. Ist es endlich an der Zeit, die Sache abzuschließen? 1. Wenn Sie der Meinung sind, dass diese beiden Legenden das Kriegsbeil endgültig begraben sollten. Da oder null. Wenn Sie glauben, dass manche Streitigkeiten nie beigelegt werden. Jetzt wollen wir uns ansehen, was Hetfield zu sagen hatte und warum es jetzt wichtiger denn je ist. James Hetfield stand etwas abseits der Bühne, das Gebrüll von Zehntausenden hallte durch das Stadion, als Metallica ihre ersten Akkorde anstimmten. Mit 61 Jahren spürte er immer noch denselben Adrenalinstoß, den er Jahrzehnte zuvor gekannt hatte, auch wenn sein Körper ihn gelegentlich an die vergangenen Jahre erinnerte. Anfang der Woche hatte er trotz eines schmerzenden Knies ein Set durchgehalten und damit einen weiteren Meilenstein auf seinem langen Weg in der Rock'n'Roll-Branche gesetzt. Aber er ließ sich davon nicht aufhalten. Die M72 World Tour war in vollem Gange und sollte die Band bis Ende 2025 führen. Und Hetfield ließ sich durch nichts aufhalten. Zwischen den Städten gab es auch ruhigere Momente. In Kentucky legte er einen unerwarteten Zwischenstopp ein, um einen Derby-Anwärter namens Sandman zu besuchen, ein kraftvolles Pferd, das nach Metallicas legendärem Hit benannt ist. Als Hetfield neben dem Tier stand, hielten Fans und Reporter den Moment fest. Eine surreale Kreuzung aus Vermächtnis, Symbolik und dauerhafter Präsenz. Er lachte und streichelte die Flanke des Pferdes. Ein Mann, der sich der seltsamen und wunderbaren Art und Weise, wie sich seine Musik in die Kultur eingefädelt hat, zutiefst bewusst ist. Abseits der Bühne ist James Hetfield so etwas wie ein philosophischer Kämpfer geworden, immer noch der feurige Frontmann. Aber auch ein Mann, der sich der persönlichen Entwicklung verschrieben hat. In Interviews spricht er von Wachstum, Devon, dass er jeden Tag versucht, besser zu werden. Nicht nur als Musiker, sondern auch als Mensch. Nüchternheit, Therapie und Reflexion haben seine letzten Jahre geprägt. Er hat sich seinen Dämonen gestellt und Kraft in der Verletzlichkeit gefunden. Ein Thema, das er jetzt nicht nur in seine Texte, sondern auch in sein Leben einfließen lässt. Das ist James Hetfield jetzt, eine lebende Legende, immer noch thrashend, immer noch sich entwickelnd und menschlicher denn je. Die Enthüllung von James Hetfield. Für diejenigen, die es nicht wissen oder eine Auffrischung brauchen, Dave Mustaine war der ursprüngliche Leadgitarrist von Metallica. Doch 1983, kurz bevor Metallica ihr Debütalbum aufnahm, wurde Mustaine aufgrund von Drogenproblemen und persönlichen Konflikten, hauptsächlich mit Hetfield und Lars Ulrich, aus der Band geworfen. Was folgte, war eine jahrzehntelange Rivalität voller bitterer Interviews, zweideutiger Komplimente und unbeantworteter Fragen. Doch vor kurzem hat James Hetfield in einem seltenen Interview endlich den Mund aufgemacht, nicht mit Wut, sondern mit Ehrlichkeit. Hetfield sagte, Dave ist ein unglaublich talentierter Kerl. Es ist nicht zu leugnen, was er mit Megadeth gemacht hat. Wir waren jung, wir waren dumm und ich bedauere es, wie alles gelaufen ist. Er räumte auch ein, dass Sucht, Ego und Unreife eine Rolle spielten, auf beiden Seiten. Was hat die Fans am meisten überrascht? James sagte, er sei offen für eine Versöhnung, nicht unbedingt für eine Zusammenarbeit, sondern nur, um reinen Tisch zu machen. Wir sind beide Überlebende desselben Sturms, sagte er. Und vielleicht bedeutet das etwas, jetzt wo wir älter sind. Hier geht es nicht darum, wer recht hatte. Es geht darum, was nach 40 Jahren Heavy-Metal-Geschichte noch übrig ist. Wenn dir diese tiefgründigen Einblicke in die Geheimnisse deiner Lieblingsbands gefallen, drücke jetzt den Subscribe-Button
und schließe dich unserer Gemeinschaft von Rockhistorikern und Fans an. Ein unerwartetes Wiederaufleben der Metallica-Geschichte von Dave Mustaine ereignete sich, als James Hetfield, der Sänger von Metallica, behauptete, dass er während eines Konzerts im Mai 2022 Gefühle der Unsicherheit in Bezug auf sein Gitarrenspiel verspürt habe. Hetfield, der zu diesem Zeitpunkt 61 Jahre alt war, gestand dem Publikum auf verletzliche Weise: Ich habe mich nicht sehr gut gefühlt, bevor ich hier rauskam. Ich fühlte mich ein wenig unsicher, als wäre ich ein alter Mann, der nicht mehr spielen kann. Unmittelbar nach dieser emotionsgeladenen Zeit fand ein wunderbares Ereignis statt. Trotz der Tatsache, dass ihre Beziehung seit Jahrzehnten turbulent ist, schickte Dave Mustaine Hetfield eine ermutigende Textnachricht. Mit dieser unerwarteten Tat wird die komplizierte Beziehung zwischen den beiden Thrash-Metal-Superstars ans Licht gebracht. Der Wettstreit zwischen Metallica und Megadeth hat einen großen Teil der Heavy-Metal-Szene geprägt. Seit Mustaine 1983 Metallica verließ und mit Megadeth eine Band gründete, die inzwischen weltweit mehr als 50 Millionen Platten verkauft hat. Dennoch ist die Frage, warum Dave Mustaine Metallica verließ, bei den Fans nach wie vor aktuell, zumal beide Bands mit weltweit über 125 Millionen verkauften Tonträgern Legendenstatus erlangt haben. Der emotionale Moment von James Hetfield auf der Bühne. Während des Konzerts von Metallica in Brasilien im Rahmen ihrer Südamerika-Tournee 2022 kam es zu dem bedeutenden Ereignis, das den Wendepunkt im anhaltenden Drama zwischen Metallica und Megadeth markierte. Ein verletzlicher James Hetfield, der mit Tausenden von Konzertbesuchern über seine Sorgen spricht. Und das in einem Genre, das normalerweise von Machtgeilheit geprägt ist, war etwas, das das gefüllte Stadion miterlebte. Nur wenige Metal-Fans haben so etwas jemals erwartet. Inmitten seiner musikalischen Darbietung im Estadio do Mineirão in Belo Horizonte, Brasilien, legte Hetfield zwischen den Liedern eine kurze Pause ein und drückte gegenüber seinen Musikerkollegen und dem Publikum seine wahren Gefühle aus. Der 61-jährige Metalheld machte eine verblüffende Aussage, die ernsthafte Ängste um seine Fähigkeiten als Musiker offenbarte. Hetfield sagte zum Publikum: Ich muss euch sagen, dass ich mich nicht sehr gut gefühlt habe, bevor ich hierher kam, und er dankte ihnen für ihre Unterstützung. Er fügte hinzu: Ich fühle mich ein bisschen unsicher, als wäre ich ein alter Mann, der nicht mehr spielen kann. Seine Stimme, die im Allgemeinen kraftvoll und befehlend war, zitterte sichtbar, als er sprach. Genau zu dieser Zeit suchte Hetfield Trost bei seinen anderen Bandmitgliedern Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo. Der Anführer einer der legendärsten Bands der Metal-Musik legte ein Maß an Sensibilität an den Tag, das viele Menschen als ungewöhnlich empfanden. Dies gilt vor allem, wenn man den Wettbewerbscharakter der Beziehungen in der Welt des Thrash-Metal bedenkt. Seine Erklärung war einfach: Ich habe mit diesen Jungs gesprochen und sie haben mir geholfen, so einfach ist das, sagte Hetfield und deutete auf seine anderen Bandmitglieder. Sie haben mich umarmt und gesagt: Hey, wenn du auf der Bühne Probleme hast, stehen wir hinter dir. Und ich sage euch, das bedeutet mir die Welt. Da er inmitten von Songs aus Metallicas frühem Repertoire stattfand, zu dem auch Material gehörte, das teilweise noch aus der Zeit stammte, als Dave Mustaine noch Mitglied der Band war, wirkte der Moment noch stärker. Die Gegenüberstellung war für jeden, der Metallica und Megadeth seit langem verfolgt und sich ihrer Feindseligkeit bewusst ist, schwer zu übersehen. Das offene und ehrliche Geständnis von Hetfield brach mit dem Ruf des schwierigen Kerls, den man normalerweise mit Heavy-Metal-Künstlern verbindet. Insbesondere mit denen, die maßgeblich an der Entwicklung des Thrash-Metal beteiligt waren. Als die Fans, die die Band seit ihrer Kindheit verfolgten, sie in diesem verletzlichen Zustand sahen, baute dies sofort eine emotionale Verbindung zwischen ihnen und der Band auf.
Aufgrund des scharfen Kontrasts zwischen der Geschichte von Megadeth und Metallica, die sich über mehrere Jahrzehnte hinweg abgespielt hatte, gewann das Ereignis mit der Zeit an Bedeutung. Trotz der Tatsache, dass die Geschichte beider Bands durch öffentliche Kommentare und Interviews, in denen die Gründe für den Ausstieg von Dave Mustaine bei Metallica erläutert wurden, ständig miteinander verwoben war, hatte keines der beiden Lager jemals zuvor eine solche echte Leidenschaft an den Tag gelegt. Tausende von Hetfields Anhängern brachten in den sozialen Medien ihre Unterstützung für den Sänger zum Ausdruck, nachdem das Geständnis des Musikers eine Explosion in den sozialen Medien ausgelöst hatte. Mehrere andere bemerkten, dass Hetfields Bereitschaft, seine Verletzlichkeit anzuerkennen, ihnen das Gefühl gab, mit ihren eigenen Erfahrungen nicht so allein zu sein, wenn sie mit dem Alter und Selbstzweifeln zu kämpfen hatten. Zu sehen, wie James Hetfield zugibt, dass er sich alt fühlt und seine Fähigkeiten in Frage stellt, hat mich sehr berührt, kommentierte ein Fan, der die Band seit langem verfolgt. Wenn jemand, der als einer der größten Rhythmusgitarristen aller Zeiten gilt, solche Gedanken hat, sind meine eigenen Unsicherheiten vielleicht gar nicht so seltsam. Außerdem fiel der Termin mit Hetfields anhaltender persönlicher Reise zusammen, was perfekt passte. Im Laufe der letzten Jahre war er offener und ehrlicher geworden, was seine Probleme mit dem Alkoholkonsum und seiner psychischen Gesundheit anging. Im Rahmen seiner Reifung zu einer öffentlichen Person, die bereit ist, ihre Schwächen offenzulegen, stellte dieses Konzert einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung dar. Aufgrund der verworrenen Geschichte, die zwischen den beiden Bands besteht, hatte der Vorfall für alle, die mit Dave Mustaines Beitrag zu Metallica vertraut waren, zusätzliches Gewicht. Aufgrund der Tatsache, dass Mustaine häufig seine Unsicherheit über seinen Ausstieg bei Metallica geäußert hatte, erweckte Hetfields Enthüllung den Eindruck, Teil einer umfassenderen, zusammenhängenderen Geschichte zwischen diesen beiden überragenden Figuren des Metal-Universums zu sein. Für viele Beobachter markierte dieser Moment den Beginn eines möglichen Wandels im jahrzehntelangen Diskurs über die Wiedervereinigung von Dave Mustaine und Metallica. Es war ein Aufweichen, das darauf hindeutete, dass die Zeit begonnen hatte, einige der bekanntesten Narben, die der Metal erlitten hatte, zu heilen. Die unerwartete Antwort von Dave Mustaine. In einer unerwarteten Wendung der Ereignisse hat Dave Mustaine, der Gründer von Megadeth, seinem ehemaligen Bandkollegen die Hand gereicht, um ihre Meinungsverschiedenheiten nach jahrzehntelangen Konflikten beizulegen. Der Zeitpunkt dieser Geste war besonders bemerkenswert, weil sie kurz nach James Hetfields heiklem Moment auf der Bühne in Brasilien erfolgte. Diese beiden Ereignisse fanden gleichzeitig statt. Mustaine hat etwas getan, womit nur wenige in der Metal-Szene gerechnet haben, und es geschah nicht lange, nachdem Hetfields tränenreiches Geständnis viral ging. Es wurde von Personen, die beiden Künstlern nahestehen, berichtet, dass Mustaine eine ermutigende Textnachricht an Hetfield geschickt hat. Berichten zufolge enthielt der Brief Worte der Unterstützung und würdigte Hetfields Mut, sich auf der Bühne verletzlich zu zeigen. »Ich wollte mich nur melden und sicherstellen, dass es dir gut geht«, schrieb Mustaine angeblich und schickte sie an den Empfänger. »Was du getan hast, war mutig, und ich respektiere das.« Für diejenigen, die das Dave Mustaine-Metallica-Drama kennen, bedeutete dieser Einsatz etwas, was es zuvor noch nie gegeben hatte. Einen Moment echter Solidarität zwischen zwei Galionsfiguren, deren Beziehung bisher eher von Konkurrenzdenken als von Mitgefühl geprägt war. Berichten zufolge enthielt die Textnachricht auch eine Würdigung ihrer gemeinsamen Geschichte sowie den Tribut, den das Älterwerden für Künstler fordert. Die Sorgen, die damit einhergehen, in einem Genre, das häufig von Jugend und technischer Brillanz dominiert wird. Relevant zu bleiben, hat Mustaine, der zu diesem Zeitpunkt selbst 60 Jahre alt war, am eigenen Leib erfahren. Die Entscheidung Mustaines, sich mit Hetfield in Verbindung zu setzen, wurde nicht aus einer Laune heraus getroffen. Dennoch ist es sehr wahrscheinlich,
dass eine Reihe anderer Umstände zu diesem überraschenden Olivenzweig beigetragen haben. In erster Linie schienen Alter und Reife wichtige Faktoren zu sein. Beide Künstler hatten zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere eine legendäre Position erreicht, die es ihnen vielleicht ermöglichte, ihre langjährige Feindseligkeit gegenüber dem jeweils anderen endlich loszulassen. Viele Aspekte ihres Berufslebens waren von der Konkurrenz zwischen Metallica und Megadeth geprägt. Doch Sterblichkeit und Alter bringen häufig eine neue Perspektive hervor. Zweitens hatte Mustaine seine eigenen Kämpfe mit Sucht, gesundheitlichen Problemen und spirituellen Reisen hinter sich, die alle zu seiner persönlichen Entwicklung beitrugen. Tatsächlich hatte er in Interviews, die vor diesem Anlass stattfanden, Anzeichen für einen Wandel seiner Einstellung zu seiner früheren Band gezeigt. Wenn man älter wird, fängt man an zu erkennen, was wirklich wichtig ist, verriet eine Person aus dem Umfeld von Mustaine. Alles ist dabei, sich zu verändern. Dave hat seine eigenen gesundheitlichen Herausforderungen durchgemacht. Und zu sehen, wie James sich abmüht, hat ihn sehr getroffen. Hinzu kommt, dass genau das Element von Hetfields Schwäche, nämlich die Nervosität in Bezug auf sein Spiel, ganz sicher mit Mustaine zusammenhing. Seit dem Rauswurf von Mustaine bei Metallica stand sein technisches Können als Gitarrist im Mittelpunkt seiner Identität. Obwohl die Frage, warum Dave Mustaine Metallica verließ, während der gesamten Karriere beider Männer immer wieder gestellt wurde, zeigte Mustaines Geste, dass er bereit war, dieses schwierige Kapitel hinter sich zu lassen. Die rasche Verbreitung dieser geschäftlichen Transaktion in den Online-Metal-Gruppen löste eine Flut von Antworten aus. Fans, die die beiden Künstler seit langem verfolgen, äußerten sich sowohl überrascht als auch zustimmend, wobei viele von ihnen zum Ausdruck brachten, dass sie nie mit einer Wiedervereinigung der beiden Musiker gerechnet hätten. Aktivisten für psychische Gesundheit lobten die Veranstaltung als einen wichtigen Schritt, um Vorurteile über Männlichkeit innerhalb der Heavy-Metal-Gemeinschaft abzubauen und ihr Ziel zu erreichen. Auch Veteranen der Branche meldeten sich zu Wort und betonten, wie wichtig es ist, dass zwei Giganten des Thrash-Metal in einem Genre, das normalerweise mit Wut und Zorn assoziiert wird, Sensibilität zeigen, zumal sich das Genre mit dem Alter weiterentwickelt. Für eine kurze Zeit wurde der Hashtag #MetalBrotherhood auf verschiedenen Social-Media-Seiten populär und Hunderte von Menschen teilten ihre eigenen persönlichen Erfahrungen mit Versöhnung und Vergebung. Im jahrzehntelangen Wettstreit zwischen Metallica und Megadeth überdachten viele Fans, die zuvor für die eine oder andere Seite Stellung bezogen hatten, ihre Entscheidung. Ein bekannter Metal-Blogger sagte, dass, wenn Dave und James in der Lage sind, ihre Differenzen zu versöhnen, es vielleicht an der Zeit ist, dass die Fans das Gleiche tun. Nicht nur neuere Generationen von Metal-Künstlern meldeten sich zu Wort, sondern viele von ihnen äußerten ihren Respekt für Hetfields Verletzlichkeit und Mustaines Reaktion. Sie sahen es als einen Fortschritt in einem Genre, das normalerweise nicht für seine emotionale Intelligenz bekannt ist. Obwohl sich keiner der beiden Männer öffentlich zu diesem Austausch geäußert hat, sagt die Geste selbst viel über die Entwicklung ihrer Beziehung aus. Für zwei Musiker, deren Karrieren eng miteinander verknüpft waren, von Mustaines Entlassung bis hin zu jahrzehntelangem Vergleich und Wettbewerb, ist dieser Moment der Verbundenheit ein Beispiel dafür, wie selbst die erbittertste Rivalität in der Metal-Szene schließlich gegenseitigem Respekt weichen kann. Die Textnachricht selbst symbolisiert jedoch ein großes Tauwetter in einer der bekanntesten Fehden in der Geschichte der Metal-Musik. Es ist noch nicht bekannt, ob diese Interaktion eines Tages zu einer offiziellen Versöhnung zwischen Dave Mustaine und Metallica führen wird. Eine komplizierte Geschichte, Metallica und Megadeth. Die komplizierte Verbindung zwischen Metallica und Megadeth lässt sich bis zu einem schicksalhaften Tag im April 1983 zurückverfolgen, als die Gründungsmitglieder von Metallica eine Entscheidung trafen, die die Landschaft des Heavy Metal unwiderruflich verändern sollte.
Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Mustaine Metallica freiwillig verließ. Tatsächlich wurde er jedoch aus seiner Position entlassen. Mustaine, der zu dieser Zeit an einem Kater litt, wurde am 11. April 1983 von James Hetfield, Lars Ulrich und Cliff Burton geweckt und darüber informiert, dass er nicht länger als Mitglied der Band betrachtet wurde. Zu ihrer Überraschung hatten sie bereits Kirk Hammett angeheuert, um seine Position als Ersatz zu übernehmen. Anstelle eines Rückflugs nach New York erhielt Mustaine ein Busticket für eine 4-tägige Reise von New York nach Kalifornien. Er hatte nur eine Stunde Zeit, seine Sachen zu packen, bevor der Bus abfuhr. Das, was mich wirklich verärgert hat, war, dass Sie mich nie gewarnt haben und ich nie eine zweite Chance bekommen habe, sagte Mustaine später zu Reportern. Es hieß nur, hey Mann, du bist raus. See you later. Mustaines Trunkenheit und das daraus resultierende Verhalten führten zu einem Szenario, das innerhalb der Band immer unerträglicher wurde. Im Gegensatz zu seinen Bandkollegen, die unter Alkoholeinfluss laut und dumm wurden, wurde Mustaine nach ein paar Bieren schnell sprunghaft und verstört. Laut seinem Geständnis war ich aggressiv und konfrontativ, weil ich ein gewalttätiger Betrunkener war. Es gab eine Reihe von Vorfällen, die den Zusammenbruch beschleunigten. Während eines besonders bemerkenswerten Streits brachte Mustaine seinen Hund zum Training mit, was dazu führte, dass McGovneys Fahrzeug zerkratzt wurde. Mustaine soll Hetfield körperlich angegriffen haben, kurz nachdem der Hund angeblich von Hetfield getreten wurde. Bei einer anderen Gelegenheit schüttete Mustaine Bier in die Tonabnehmer von Ron McGovneys Bassinstrument, was dazu führte, dass der Bassist versehentlich einen Stromschlag erhielt. In den Worten von Brian Slagel, dem Inhaber von Metal Blade Records, war Dave ein unglaublich talentierter Mensch. Aber er hatte auch ein unglaublich großes Problem mit Alkohol und Drogen. Er betrank sich und wurde zu einer wirklich verrückten Person, einem rasenden Größenwahnsinnigen. Obwohl er die ganze Zeit auf der Heimfahrt im Bus vor Wut kochte, gelang es Mustaine, diese Gefühle auf kreative Weise zu kanalisieren. Während er auf der Rückseite einer politischen Broschüre schrieb, stieß er auf die Aussage, "The Arsenal of Megadeth can't be rid." Dieser Satz diente ihm als Inspiration für den Namen seiner neuen Band, den er absichtlich falsch als Megadeth schrieb. Gab Mustaine zu. Ich war von Rache getrieben, sagte er. Ich war wütend über das, was mit Metallica passiert war. Und auf dem ganzen Weg nach Hause dachte ich werde einfach schneller sein. Ich werde besser sein und meine Songs werden härter sein. Mustaine zögerte zunächst, die Verantwortung für den Gesang selbst zu übernehmen, gab aber schließlich nach, als er keine akzeptablen Sänger finden konnte, die seinen Vorstellungen von einer Musik entsprachen, die schneller, wütender und komplexer als der Mainstream-Metal dieser Zeit war. Mustaine gründete Megadeth mit der Absicht, seine vorherige Band in puncto Technik, Geschwindigkeit und Intensität zu übertreffen. Dieser Wunsch sollte den Weg beider Bands für die nächsten Jahrzehnte bestimmen. Diese Entstehungsgeschichte legte den Grundstein für eine der berühmtesten Rivalitäten in der Geschichte der Musik. Wie die Rivalität beide Bands geprägt hat. Metallica und Megadeth konkurrieren seit Jahrzehnten miteinander und dieser Wettbewerb hat sich zu einem potenten kreativen Motor entwickelt, der beide Bands angespornt hat, die Grenzen ihres künstlerischen Ausdrucks zu erweitern. Was als Dave Mustaines Streben nach Vergeltung begann, entwickelte sich schließlich zu einer Wettbewerbsdynamik, von der letztendlich Metal-Fans auf der ganzen Welt profitierten. Aufgrund der Konkurrenz waren beide Bands gezwungen, ihre eigene, einzigartige musikalische Identität zu entwickeln. Nach der Auflösung der Band begannen Metallica, mehr melodische Elemente und hymnische Refrains einzubauen und nach populäre Rock-Einflüsse in ihre Musik einfließen zu lassen. Megadeth hingegen setzten auf technische Schwierigkeiten und Mustaine machte bewusst Musik, die schneller, schwerer und rasanter war als die Musik, die er mit seiner vorherigen Band gemacht hatte. Diese Divergenz
führte dazu, dass die Fans zwei verschiedene Herangehensweisen an den Thrash Metal vorfanden, den zugänglicheren Sound von Metallica auf der einen Seite und die technische Präzision und die progressiven Aspekte von Megadeth auf der anderen. Die Fangemeinden haben eine nicht enden wollende Diskussion über die Vorzüge beider Bands in Bezug auf bestimmte Kriterien geführt. In Online-Debatten werden häufig Vergleiche zwischen der Verbindungshaus-Bro-Stimme von James Hetfield und dem einzigartigen Knurren von Dave Mustaine gezogen. In ähnlicher Weise werden die kompositorischen Talente von Lars Ulrich manchmal mit dem technischen Können der verschiedenen Schlagzeuger von Megadeth verglichen. Trotz der Tatsache, dass Metallica einen deutlich größeren kommerziellen Erfolg erzielt hat, mehr als 10 Millionen verkaufte Alben im Vergleich zu Megadeths 40 Millionen, argumentieren viele Fans, die eher technisch orientiert sind, dass Megadeth Metallica spielerisch, kompositorisch und produktionstechnisch in den Schatten stellen kann. Interessanterweise schätzt die Mehrheit der Metal-Fans ca. 99% beide Bands und nur eine kleine, lautstarke Minderheit sieht darin einen Nullsummenwettbewerb. Die beinahe Zusammenarbeit zwischen diesen Metal-Giganten ist vielleicht der interessanteste Aspekt ihrer Beziehung. Die Enthüllung, dass Mustaine und Hetfield in Erwägung gezogen haben, wieder zusammenzukommen und ein Projekt zu machen, war für langjährige Fans ein erstaunliches Eingeständnis. Mustaine machte diese Enthüllung vor nicht allzu langer Zeit. Leider scheiterten die Gespräche an Streitigkeiten über die Veröffentlichung von frühem Material, die schon seit langem im Raum standen. Darüber hinaus hat Mustaine die Gründe für Metallicas Weigerung, mit anderen Bands zusammenzuarbeiten, offen in Frage gestellt und erklärt, dass die Welt Megadeth und Metallica gemeinsam auf der Bühne sehen will. Und das, obwohl beide Bands bei den erfolgreichen Big Four-Veranstaltungen in den Jahren 2010 und 2011 dabei waren. Letztlich führte diese Konkurrenzdynamik dazu, dass nicht nur eine, sondern zwei renommierte Bands gegründet wurden, die die Metal-Gemeinde jahrzehntelang mit außergewöhnlicher Musik von beiden Seiten versorgten. Was Hetfields Worte über das Älterwerden im Metal aussagen, die unverblümte Offenbarung, die Hetfield im Alter von 61 Jahren machte, steht stellvertretend für ein größeres Phänomen in der Welt des Metal, berühmte Künstler, die sich mit ihrer eigenen Sterblichkeit und den Grenzen ihrer technischen Fähigkeiten auseinandersetzen. Seine Aussagen durchbrachen die normalerweise stoische Fassade des Genres und gewährten einen seltenen Einblick in die psychologischen Probleme des Alterns in einer Musikszene, die von jungen Leuten dominiert wird. Kraftausdrücke, technisches Können und unerschütterliche Zuversicht sind die Eckpfeiler, auf denen das Fundament des Metalls errichtet wird. Trotzdem sehen sich viele Künstler in den 60ern mit einem bitteren Dilemma konfrontiert. Ihr Status als Ikone entwickelt sich genau zu dem Zeitpunkt, an dem ihre technischen Fähigkeiten möglicherweise nachlassen. Hetfields Eingeständnis, dass er sich ein bisschen unsicher fühlt, als wäre ich ein alter Kerl, der nicht mehr spielen kann, geht über den persönlichen Kampf hinaus und bringt eine Wahrheit ans Licht, die in der gesamten Branche vorherrscht. Im Laufe mehrerer Jahrzehnte konzentrierte sich der Diskurs um Dave Mustaine von Metallica und die Parallelen zwischen Metallica und Megadeth auf das technische Können und die musikalische Kreativität der jeweiligen Band. Künstler, deren Identität untrennbar mit ihren körperlichen Fähigkeiten und ihrer Ausdauer verbunden ist, sehen sich im Alter mit existenziellen Dilemmata konfrontiert. Metaller sind zunächst einmal der unerbittlichen Kritik jüngerer Fans ausgesetzt, die mit dem Konzept der digitalen Perfektion aufgewachsen sind. Hinzu kommt, dass die physische Realität der nachlassenden Geschwindigkeit, der Schwierigkeiten bei der Fingerfertigkeit und des Drucks auf die Stimmbänder Anlass zur Sorge um die Qualität der Darbietung gibt. Darüber hinaus ist es wichtig, dass diese Künstler diese Hindernisse in der Öffentlichkeit erfolgreich bewältigen und gleichzeitig ihr Vermächtnis bewahren.
In der Entwicklung der Beziehung zwischen Hetfield und Mustaine lässt sich ein bedeutender Teil der persönlichen Entwicklung erkennen. Beide Männer haben sich stetig auf die Selbstbeobachtung und die Möglichkeit einer Versöhnung zubewegt, obwohl sie früher von dem Groll besessen waren, der die Frage umgab, warum Dave Mustaine Metallica verließ. Ihre Erfahrungen ähneln sich vor allem in Bezug auf die Schwierigkeiten mit dem Drogenmissbrauch, auf die schließlich die Nüchternheit folgte, die einen entscheidenden Wendepunkt sowohl in ihrem persönlichen als auch in ihrem beruflichen Leben darstellte. Sie haben sich von wütenden jungen Männern zu Veteranen entwickelt, die im Laufe der Zeit nachdenklich geworden sind und ihre frühere Abwehrhaltung zugunsten der Kontemplation aufgegeben haben. Das Wachstum ihrer Kunst und ihrer Persönlichkeit zeigt sich darin, dass sich ihr kreativer Fokus von einer technischen Konzentration auf eine tiefere, emotionale Authentizität verlagert. Mit diesen Entwicklungen ging eine zunehmende Offenheit einher, Schwächen zu akzeptieren, was es dem Einzelnen ermöglichte, sich auf eine Weise auszudrücken, die wahrhaftiger war und mit ihm im Einklang stand. Eine mögliche Wiedervereinigung von Dave Mustaine und Metallica wird immer denkbarer. Das liegt nicht daran, dass jedes Mitglied seine früheren Probleme vergessen hat, sondern daran, dass ihre Ansichten mit der Zeit gewachsen sind. Im gleichen Zeitraum hat sich die Leidenschaft, mit der sie miteinander konkurrierten, in gegenseitigen Respekt verwandelt. Letztendlich deuten der verletzliche Moment, den Hetfield erlebte, und die unterstützende Antwort, die Mustaine gab, auf etwas hin, das bedeutsamer ist als ihre individuellen Lebenswege. Sie stehen für die potenzielle Entwicklung des gesamten Genres, die über die Aggressivität der Jugend hinausgeht und sich in Richtung emotionale Tiefe und Ehrlichkeit bewegt. Wenn es um ein Genre geht, das manchmal für seine emotionale Einfachheit kritisiert wird, ist ihre Bereitschaft, Verletzlichkeit zu akzeptieren, vielleicht der wichtigste Beitrag, den sie geleistet haben. Schlussfolgerung: Die Geschichte von James Hetfield und Dave Mustaine ist eine der fesselndsten Geschichten in der Geschichte der Metal-Musik. Sie hat sich im Laufe von 4 Jahrzehnten erheblich weiterentwickelt. Die schmerzhafte Enthüllung von Hetfield, dass er sich wie ein alter Mann fühlt, der nicht mehr spielen kann, war zweifellos ein entscheidender Moment für Metal-Superstars, die sich mit ihrer eigenen Sterblichkeit auseinandersetzten. Noch bedeutender war der unerwartete Olivenzweig, den Mustaine ihnen in Form einer ermutigenden Textnachricht reichte. Diese Nachricht unterbrach ihre verworrene Vergangenheit mit einem seltenen Moment der Zusammengehörigkeit. Trotz der schwierigen Umstände, unter denen Mustaine Metallica verlassen hat, zeigt dieses Gespräch, wie sehr beide Männer gewachsen sind und sich entwickelt haben. Der Wettbewerb zwischen Megadeth und Metallica hat den Metal-Fans auf ihrem jeweiligen Weg zweifellos Vorteile gebracht. Er hat dazu geführt, dass 2 großartige Bands entstanden sind, die nicht nur sondern unterschiedliche Ansätze in der Musik verfolgen. Trotz der Tatsache, dass sie durch künstlerische Differenzen und persönliche Probleme entzweit waren, haben sich diese Pioniere des Thrash-Genres gegenseitig zur Größe gepusht und zusammen mehr als 165 Millionen Platten verkauft, während sie unterschiedliche Aspekte des Genres geschaffen haben. Dennoch stellt der Alterungsprozess im Metallbereich ein einzigartiges Hindernis dar, das über den traditionellen Wettbewerb hinausgeht. Die beiden Musiker sehen sich derzeit mit vergleichbaren Herausforderungen konfrontiert, die der Lauf der Zeit mit sich bringt. Ihre technischen Fähigkeiten werden sich mit Sicherheit weiterentwickeln und künftige Generationen werden ihre Leistungen bewerten. Aus diesem Grund ist ihre sich entwickelnde Verbindung eine Metapher für etwas wirklich Bedeutendes. Die mögliche Entwicklung des Metals von einer Art jugendlicher Aggressivität hin zu emotionaler Aufrichtigkeit. Es hat den Anschein, dass sich die beiden ehemaligen Bandmitglieder nach jahrzehntelanger gegenseitiger Konkurrenz endlich geeinigt haben. Selbst die bekanntesten Fehden in der Geschichte der Metal-Musik weichen schließlich der Perspektive und dem Respekt, wie die Tatsache beweist,
dass Hetfield und Mustaine das Potenzial haben, ihre Differenzen beizulegen. Infolgedessen entwickelt sich ihre Geschichte weiter und zeigt, dass sie sich in einem Genre, das auf physische Stärke setzt, Verletzlichkeit letztendlich als stärker erweisen kann als Arroganz. Reise zur psychischen Gesundheit. James Hetfield hätte sich nie vorstellen können, dass es sich so einsam anfühlen könnte, vor Tausenden von schreienden Fans zu stehen. Jahrzehntelang projizierte der Metallica-Frontmann rohe Kraft. Er knurrte in die Mikrofone, schmetterte Gitarrenriffs und beherrschte die Stadien mit vulkanischer Energie. Aber hinter den Kulissen erzählte seine innere Welt eine andere Geschichte. Sucht, Wut, Scham und Angst waren langjährige Begleiter, die unter der Oberfläche lauerten, selbst als die Band ihren legendären Status erreichte. Jahrelang verbarg er sie in der Flasche, wie so viele Männer im Metal, und verwechselte Schweigen mit Stärke. Der Wendepunkt kam nicht durch einen Absturz, sondern durch eine stille Abrechnung. Im Jahr 2001 begab sich Hetfield in eine Entziehungskur und trennte sich von der Band und dem einzigen Leben, das er je gekannt hatte. Es war ein erschreckender Schritt. Er wusste nicht, ob Metallica überleben würde. Und er war sich auch nicht sicher, ob er es tun würde. Aber es war da auch der Beginn von etwas Neuem. Er begann zu reden, zuhören, heilen. Die Nüchternheit war keine einmalige Lösung. Sie war der erste Schritt auf einer lebenslangen Reise. Auf dem Weg dorthin lernte er, dass wahre Stärke nicht dadurch entsteht, dass man so tut, als sei man unbesiegbar, sondern dadurch, dass man sich den Schmerz, das Trauma und die Fehler eingesteht. Im Laufe der Jahre hat Hetfield immer offener über seine psychische Gesundheit gesprochen. Er hat über das Verlassenwerden in der Kindheit, Perfektionismus und den zersetzenden Druck des Ruhms gesprochen. Im Jahr 2020 begab er sich erneut in eine Entzugsklinik, was ihn daran erinnerte, dass selbst nach Jahrzehnten der Genesung die Arbeit nie wirklich endet. Aber er kam mit mehr Klarheit und Mut zurück. Heute singt Hetfield nicht mehr nur über seine Dämonen, er benennt sie. Er ist ein Symbol für Widerstandsfähigkeit in einem Genre, das nicht immer Raum für emotionale Ehrlichkeit gelassen hat. Jetzt, im Jahr 2025, während er weiterhin mit Metallica durch die Welt tourt, ist hinter der Wut ein gewisser stiller Stolz zu spüren. Er überlebt nicht nur, er lernt, wächst und gibt anderen die Erlaubnis, das Gleiche zu tun. James Hetfields größte Leistung liegt vielleicht nicht auf der Bühne, sondern in seiner Entscheidung, der Dunkelheit mit offenen Augen zu begegnen und trotzdem weiterzumachen. Hier ist eine Frage an euch. Glaubt ihr, dass Metallica und Megadeth ein letztes Mal zusammen auftreten sollten, oder würde das die Legende ruinieren? Schreiben Sie uns unten Ihre Meinung und verraten Sie uns gleich Ihren Lieblingssong der beiden Bands. Wenn diese Geschichte deine Welt gerockt hat, drücke den Like-Knopf, abonniere die Seite für weitere kultige Musikrivalitäten und Wiedervereinigungen und läute die Glocke, damit du nicht verpasst, was als nächstes kommt. Danke fürs Zuschauen und denk daran, im Metal wie im Leben erzählen Narben Geschichten, die es wert sind, gehört zu werden.